Du möchtest Tennistrainer werden? Dann gratuliere ich dir hier an dieser Stelle bereits zu dieser Entscheidung. Willkommen im schönsten Beruf, den es gibt. Oder du bist bereits Tennistrainer und bist auf der Suche nach ein bisschen mehr Input für dein Tennistraining. Was hilft dein Training auf ein besseres Level? Womit kannst du dich verbessern? Das möchte ich dir anhand von 10 Tipps hier in diesem Video zeigen. Viel Spaß! Das Thema Tipps für dein Tennistraining ist natürlich ein relativ groß angelegtes, großflächiges Thema. Ich könnte euch alleine jetzt bestimmt 50 Sachen aufzählen, die es beim Tennistraining zu beachten gibt. Doch ich möchte mich in diesem Video fokussieren auf die 10 wichtigsten Tipps meiner Meinung nach für den, und jetzt ist ganz wichtig, für den Vereinstrainer. Kommen wir zu meinem ersten Tipp, und das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste. Seid vorbereitet. Und das beschäftigt sich eigentlich alles mit dem, was letztendlich außerhalb eurer Trainingsstunde so abgeht. Also alles, was ihr in der Vorbereitung letztendlich schon machen könnt, um ein erfolgreiches Tennistraining durchführen zu können. Seid vorbereitet. Damit meine ich, geht mit einem Plan, geht mit einem Konzept auf den Tennisplatz. Ich erlebe es immer wieder, dass ich Trainer sehe, die auf den Platz gehen und gar nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen und einfach spontan aus dem Bauch heraus entscheiden, was mache ich jetzt hier mit meiner Trainingsgruppe. Das ist deswegen nicht so wirklich zielführend, weil ihr letztendlich keine Schwerpunkte setzt und ihr es nicht schafft, so die Spieler weiterzuentwickeln. Bei mir startet das Tennistraining in einer Saisonplanung. Und da mache ich mir wirklich für jede Gruppe einen Plan und überlege mir im Vorfeld, was ich mit dieser Gruppe alles erreichen möchte. Jetzt hier anhand dieses Beispiels habe ich mir einen Plan gemacht. Ich hoffe, man sieht es. Ich halte es mal jetzt hier so ein bisschen in die Kamera. Ja, da seht ihr zum Beispiel schematisch einfach mal, wie ich das gemacht habe für ein Damentraining. Da steht dann hier solche Sachen wie Kalenderwoche 43, 44, 45, 46. Das sind meine Trainingswochen und da überlege ich mir, was möchte ich schwerpunktmäßig mit den Tennisdamen, mit der Damenmannschaft meines Vereins erreichen. Ich weiß beispielsweise im Vorfeld, dass die Mannschaft Defizite im Doppelspiel hat. Also sind auf Kalenderwoche 43, 44, 45 vor allen Dingen das Doppelspiel in den Fokus gesetzt. Oder technische Möglichkeiten. Ich weiß vielleicht, dass einige Spieler auf der Rückhand Probleme haben. Also mache ich einen Trainingsblock von 2 bis 3 Wochen, wo die Rückhand im Fokus steht. Ja, solche Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall in erster Linie überlegen. Dabei solltet ihr natürlich auch das Alter der Gruppe berücksichtigen. Bei Kindern in der Entwicklungsphase sind vielleicht ganz andere Dinge gefragt als beim Erwachsenen. Und natürlich solltet ihr auch den Zeitpunkt eures Trainingsplans, eurer Thematiken natürlich auch auf den Saisonverlauf abstimmen. Wenn ich also weiß, dass ich in einer Turnierphase bin, dann werde ich in der Turnierphase vielleicht weniger im konditionellen Bereich arbeiten, sondern mehr im tennispraktischen Bereich. Und wenn eben keine Turniere anstehen, dann versuche ich vielleicht mehr an der Physis der Spieler zu arbeiten. Also solche Geschichten solltet ihr auf jeden Fall beachten und das ist auf jeden Fall wichtig für die Saisonplanung. Eine weitere wichtige Sache, die auch zur Vorbereitung gehört, und das ist an dieser Stelle mein Tipp Nummer 2, das ist die sinnvolle und zielgerichtete Stundeneinteilung. Was meine ich damit? Ihr solltet auch innerhalb von eurer Trainingsstunde, solltet ihr sehen, dass ihr euren Schwerpunkt fokussiert, also zielgerichtet anwendet. Es macht überhaupt keinen Sinn, in einer Trainingsstunde 4, 5 verschiedene Themen durchzunehmen, wie beispielsweise Aufschlag, Volley, Return und Stoppball. Das funktioniert nicht. Ich muss sehen, dass ich in meiner Trainingsstunde wie ein Laserstrahl an einer einzigen Sache arbeite. Und das könnte zum Beispiel sein Vorhand. Wir haben jetzt Schwerpunkt Vorhand, also arbeite ich 1 Stunde an dem Thema Vorhand. Und da teile ich beispielsweise meine Stunde relativ klar immer in 3 Blöcke auf. 3 Blöcke. Der erste Block ist Warm-up und vielleicht auch schon ein Warm-up, was spezifisch auf das Thema passt. Ist mein Stundenthema vielleicht Volley? Ja, dann könnte ich bereits Warm-ups machen, wo es eben darum geht, Split-Steps schon mal zu üben, ja, um in den vorbereitenden Volley reinzugehen. Und dann ist der zweite Teil meines Trainings oder meiner Trainingsstunde immer eingeteilt in ein Technik-Erwerbstraining. Das heißt, ich führe in das Thema ein. Thema Vorhand hatten wir eben, also lasse ich Vorhände aus dem Korb, angespielt die Situation immer spielen und immer nur mit einem Ball. Das heißt, die Spieler üben eine Situation, einen Ball, einen Vorhandball immer und immer wieder. Und dann kommt der dritte Teil, der dritte Abschnitt meines Trainings, das ist dann das Technik-Anwendungstraining. Das heißt, das, was wir uns vorher
erworben haben, versuchen wir jetzt in einer Spielsituation zu kreieren und spielen daraufhin dann Punkte aus mit dem Fokus eben des Schwerpunkts von der Tennisstunde. Mit dieser Einteilung bekommt ihr relativ schnell Fortschritte bei euren Spielern und immer dran denken, fokussiert das Thema. Den dritten Tipp, den ich euch hier an die Hand geben möchte, und diesen Tipp habe ich bereits in meinem Video 12 Fehler, die ihr als Tennistrainer nicht machen solltet. Ich verlinke euch hier nochmal in der Infocard. Jedem, den das Video interessiert, habe ich dort schon mal auf jeden Fall angesprochen. Pünktlichkeit. Als Tennistrainer ist es extrem wichtig, dass ihr der Erste seid, der auf den Platz geht und der Letzte seid, der vom Platz geht. Also der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Das hat etwas mit der Außendarstellung zu tun und natürlich auch in der Vorbereitung. Und natürlich kommt es natürlich für die Schüler viel, viel besser rüber, wenn man sieht, der Trainer ist motiviert, der Trainer ist pünktlich, der Trainer hat Lust auf die Tennisstunde und der Trainer ist vorbereitet. Das heißt, versucht auf jeden Fall immer pünktlich zu sein, versucht eure Übungen schon im Vorfeld aufzubauen. Klassiker ist, ja, Trainer kommt genau zur gleichen Zeit, wie die Gruppen kommen und fängt erstmal an, 5 Minuten, 10 Minuten seine Übungen aufzubauen und sagt, hier, ja, Schüler bitte einmal einlaufen. Ja, so sollte es nicht sein, kommt nicht gut rüber und auch gerade, wenn ihr jetzt Kinder habt, bei den Eltern kommt das nicht gut rüber. Daher mein dringender Tipp, immer pünktlich sein. Mein Tipp Nummer 4, autoritäres Auftreten. Ja, so wie ich jetzt mit euch spreche, natürlich versuche ich auch zu sprechen, wenn ich in dem Training, wenn ich in meiner Trainingsstunde bin. Das heißt, ich versuche laut und deutlich zu sprechen. Ich hoffe, ich spreche laut und deutlich für euch. Und ja, ich versuche natürlich nicht zu introvertiert zu sein, leise zu sprechen, die Übungen relativ leise zu erklären. Ihr müsst als Trainer mit einer Vorbildsfunktion vorangehen. Das heißt, Brust raus, Autorität ausstrahlen, laut sprechen, die Übungen zielgenau gut erklären und ja, dann werdet ihr sehen, erhaltet ihr auch eine ganz andere Rückmeldung, ja, einen ganz anderen Respekt von außen. Und das ist immer wirklich wichtig, nicht mit Kopf runter, nicht zu leise reden, immer laut reden. Und ja, das wird euch in eurem Training definitiv weiterhelfen. Wenn ihr damit ein bisschen Probleme habt, versucht es zu üben, ja, versucht es vielleicht außerhalb des Trainings zu üben. Ja, Selbstvertrauen stärken, gehört alles da dazu. Wichtig ist natürlich auch eine positive und motivierende Körpersprache. Ja, wenn ich als Trainer jetzt, sag ich mal, immer so rumlaufe, dann werde ich natürlich Schwierigkeiten haben, die Schüler zu motivieren. Also versucht wirklich Brust raus, nach vorne zu gehen, eine Vorbildfunktion zu haben und dann werden euch die Schüler auch folgen. Den Tipp Nummer 5, den ich euch an die Hand geben möchte: klare Regeln festlegen. Und da kommt vor allen Dingen, oder das ist vor allen Dingen ein wichtiger Tipp im Kindertraining. Es ist ganz wichtig, dass ihr euren Gruppen klare Regeln mit an die Hand gebt. Ansonsten machen gerade Kinder mit euch, was sie wollen. Und das werdet ihr mit Sicherheit, die Trainer, die jetzt hier zuhören und schon lange dabei sind, werden das mit Sicherheit wissen. Es ist wichtig, dass Kinder klare Regeln bekommen und dass sie wissen, was sie machen können, was sie machen dürfen und eben was nicht. Was meine ich damit? Also zum Beispiel ist bei mir eine klare Regel, wer auf den Platz kommt, wärmt sich in erster Linie erstmal auf. Ich habe ein Standardprogramm, ein Standardaufwärmprogramm, was jeder Spieler, bevor er irgendwie zum Schläger greift, erstmal durchführen muss. Egal, ob ich dann im Anschluss nochmal was Separates zum Thema Aufwärmen mache, aber bevor sich nicht aufgewärmt wird, fasst bei mir im Training kein Schüler einen Schläger an. Dann ein Klassiker zum Beispiel wäre erst sammeln, dann trinken. Gerade bei Kindern, ja, wir sagen, die Bälle sind verschlagen und jetzt sagt der Trainer, einmal sammeln bitte. Die Hälfte der Kinder geht zum Trinken, die andere fängt an zu sammeln und hinterher kommt dann irgendwie so ein Missmut auf, der hat nicht gesammelt und so weiter. Immer erst sammeln, vorbereiten auf die nächste Übung und dann Pause und trinken. Ein weiteres Beispiel. Ja, wenn ihr zum Beispiel euren Trainingsplatz am Ende der Welt habt, ja, und euer Geräteschuppen ist irgendwo, dann müsst ihr natürlich die ganzen Trainingsmaterialien schleppen und da binde ich natürlich auch immer die Kinder mit ein oder die Schüler mit ein. Das heißt, der Letzte nimmt den Korb mit, Trainer nimmt die Trainingsmaterialien. Solche Geschichten gehören da alles zu. Ja, eine ganz wichtige Regel zum Beispiel, auch während der Übung nicht über Privates zu reden. Sehe ich immer wieder, man geht auf den Platz, ja, die Gruppen spielen sich ein und dann wird erstmal geschnackelt über, was in der Schule so lief und ja, welches neue Computerspiel es gibt. Und wenn gespielt wird,
ist Tennis angesagt. Ja, das sind so Grundregeln, die ihr auf jeden Fall in eurem Tennistraining setzen solltet, damit ihr entsprechend auch, sage ich mal, eine gewisse Ordnung in eurem Training habt und nicht jeder machen kann, was er möchte. Mein Tipp Nummer 6 nennt sich Durchsetzungsvermögen zeigen. Auch hier spreche ich eher das Kindertraining an, kommt eher im Kindertraining vor. Ja, jeder Trainer wird irgendwann konfrontiert werden mit Gruppen, die vielleicht nicht so gut harmonieren, die vielleicht nicht so eingestellt sind, dass da immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das gibt es immer wieder, auch Spannungen innerhalb der Gruppen, gerade bei Kindern, die sich eben nicht so gut leiden können. Und hier muss ich als Trainer Autorität zeigen nach außen. Das heißt, ich muss ein klares Durchsetzungsvermögen haben. Ich muss klar sagen, wo die Grenzen sind. Ansonsten tanzen einem die Kinder auf der Nase rum. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, klare Regeln setzen, auch hier ähnlich wie Tipp Nummer 5. Allerdings spreche ich jetzt hier eher den Bereich an, wenn es irgendwo Spannungen gibt, dass ihr klare Autorität nach außen bringt, dass, wenn zum Beispiel ein Kind das andere Kind ärgert, dass ihr da auf jeden Fall immer ein Auge drauf habt, dass ein Kind auf jeden Fall auch mal weiß, der Trainer guckt danach oder achtet darauf und sich nicht alles und sich nicht alles erlauben lassen kann, was er eben denkt. Ja. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber hier auch, dass ihr die richtigen Grad zwischen Härte und natürlich auch, ich sag mal jetzt so ein bisschen Weiche walten lasst. Also wenn ihr natürlich nur hart seid zu einem Kind, wird es schnell die Motivation verlieren. Ich titel mal jetzt einfach mal den Sendungsnamen Hart aber fair. Das trifft es, glaube ich, in diesem Fall ganz gut. Ja, habt schon eine harte Führung, allerdings auch immer fair alles zu nehmen und immer auch dem Kind zu verstehen geben, warum und wieso man jetzt entsprechend diese Entscheidung trifft oder eben halt nicht. Und anschließend zu diesem Tipp 6 eben halt auch diese Härte auszustrahlen, aber auf der anderen Seite eben mein Tipp 7 auch zuhören zu können. Ihr müsst wie ein Freund, wie ein Kumpel zu euren Schülern sein. Ja, versucht zuzuhören, versucht auch bei Problemen für den Schüler da zu sein, versucht auch ein Ansprechpartner zu sein, wenn euch selber als Trainer etwas auffällt, dass irgendwas nicht stimmt, ja, jemand verliert so ein bisschen die Lust oder ihr habt über 2-3 Wochen festgestellt, dass sich ein Schüler irgendwie anders verhält als sonst. Versucht ihn anzusprechen, versucht ihm die Hand zu reichen und als Freund quasi aufzutreten und versuchen, dass der Schüler das Gefühl bekommt, mit dem Trainer kannst du über alles sprechen. Das bindet euch, das macht euch stärker, das sorgt für ein viel besseres Arbeitsklima und ihr werdet sehen, wenn ihr so ein bisschen mehr auf die Schüler zugeht und auch versucht mit ihnen zu reden, dann werdet ihr einiges erfahren, was ihr vielleicht, wenn ihr einfach nur weiter euer Training gegeben hättet, vielleicht nicht erfahren hättet. Mein Tipp Nummer 8, und das ist ein sehr wichtiger Tipp, wie ich finde, versucht eure Trainingsstunde Revue passieren zu lassen. Was meine ich damit? Ich habe es ja am Anfang angesprochen, macht euch einen Plan, was die Stundeninhalte sind von eurem Training. Und dann, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, wir haben Vorhand Inside Out gehabt als Stundenthema. Und dann am Ende der Stunde hole ich die Schüler nochmal alle zusammen. Schlecht wäre es, wenn jeder irgendwie getrennte Wege geht. Ja, Trainer geht dahin, Schüler gehen dahin, auseinander. Nein, man sollte sich am Ende der Stunde vielleicht am besten noch einmal sammeln, noch mal kurz besprechen. Der Trainer macht eine Abschiedsansage, nämlich zum Beispiel, heute Kids haben wir Vorhand Inside Out trainiert. Wir haben gelernt, wie wir aus der Platzmitte das Spiel offensiv für uns gestalten können. Und solche Resümees bleiben den Kindern dann noch mal am Stundenende noch mal in Erinnerung und gebt vielleicht auch noch mal einen Ausblick auf das, was ihr vielleicht in den nächsten Stunden mit euren Schülern vorhabt. Also das ist ganz wichtig, habe ich gute Erfahrungen mit gesammelt und wenn ich dann in der nächsten Woche einfach nochmal anspreche, was haben wir letzte Woche gemacht, dann habe ich festgestellt, dass das die Schüler viel, viel mehr in Erinnerung geblieben ist. Ja, und somit dann auch natürlich die vermittelten Inhalte viel besser dann in der nächsten Stunde wiedergeben können. Und Tipp Nummer 9 ist, einen guten Kontakt zu den Eltern pflegen. Das bedeutet, die Eltern sind der Dreh- und Angelpunkt im Kindertraining. Sie organisieren, sie fahren die Kinder hin, sie interessieren sich mal mehr und mal weniger für das, was das Kind auf dem Platz macht. Und ihr solltet das Bindeglied dazwischen sein. Das heißt, ihr solltet einen guten Kontakt zu den Eltern pflegen, mit den Eltern kommunizieren, sie ansprechen, wenn es eben vielleicht auch Probleme gibt, die man jetzt nicht unbedingt mit dem Kind selber
selber klären kann, weil das Kind vielleicht noch zu jung ist. Ja, gerade das Alter spielt da eine große Rolle. Bindet die Eltern mit ein. Was natürlich gar nicht geht, ist, dass die Eltern mit auf dem Platz sitzen, um Gottes Willen, das möchte ich hier auf jeden Fall betonen. Habe ich auch schon gesehen, dass die Eltern darauf bestanden haben, auf dem Platz zu sitzen. Das ist ein absolutes No-Go. Aber ja, eine gute Kommunikation ist einfach wichtig. Immer ein offenes Ohr haben, auch für die Probleme, die die Eltern vielleicht haben. Trainingszeiten, Fahrtschwierigkeiten und so weiter. Und ja, da versucht ihr auf jeden Fall immer eine gewisse Basis aufzubauen. Das ist wichtig und macht natürlich auch einen guten Eindruck und stärkt natürlich auch euren Respekt und eure Außendarstellung nach außen. Den letzten Tipp, den ich euch geben möchte, und das sollte natürlich für jeden Trainer auch irgendwo klar sein, nämlich fortbilden. Fortbilden, fortbilden, fortbilden ist das Wichtigste. Auch ich mit meinen, ja, wie lange jetzt Trainingserfahrung, 22, 23 Jahren, 24 Jahren, Trainingserfahrung, lernen nie aus. Das ist einfach so. Ich immer, auf jedem Lehrgang vom Hessischen Tennisverband nehme ich etwas mit, was mir im Training weiterhilft. Und das solltet ihr auch für euch natürlich immer im Hinterkopf haben. Versucht euch weiterzubilden, sei es hier auf YouTube, zum Beispiel mit meinen Videos oder mit den Videos meiner Trainerkollegen, ganz egal. Versucht euch neuen Input zu bringen, habt nie einen Stillstand, versucht euch immer weiterzuentwickeln, seid auf der Suche nach neuen Trainingsmöglichkeiten, nach neuer Inspiration und wie gesagt, nehmt die Fortbildung eures Verbandes auf jeden Fall immer an und macht vielleicht das ein oder andere oder nehmt vielleicht auch das ein oder andere Angebot an, obwohl ihr euren Trainerschein vielleicht noch gar nicht verlängern wolltet. Ich lerne da immer relativ viel raus und wie gesagt, nobody is perfect und jeder kann sich immer noch weiterentwickeln. Also das ist mein Tipp Nummer 10, versucht daran zu denken. Das waren sie, meine 10 wichtigen Tipps für dich. Ich weiß, da gibt es noch viele Punkte, die zu ergänzen sind. Die kommen vielleicht auch in einer meiner nächsten Videos. Ich habe so ein bisschen Gefallen dran gefunden, so ein bisschen meine Erfahrungen weiter dran zu geben und an diesem Format der Videos zu arbeiten und zu erstellen. Ich hoffe, das gefällt euch. Lasst mich jetzt bitte wissen, wenn euch etwas nicht gefallen hat oder wenn ihr Ergänzungen habt, dann schreibt es mir hier in den Kommentaren. Ist immer relativ wenig los, finde ich immer ein bisschen schade. Ich gebe mir da immer viel Mühe und ja, die Resonanz ist ja, entweder so, dass ihr schon alle Fragen geklärt sind mit meinen Videos, aber gerne beantworte ich unter diesem Video eure Fragen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung habt ihr einen Link dazu, da könnt ihr mich gerne unterstützen, würde mich freuen. Und ansonsten, ja, abonniert meinen Kanal, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bye bye, euer Martin.